Spielwarenkrömer. Wer kennt sie nicht? Wer kennt nicht das wunderschönste Maskottchen auf der ganzen Welt, Krömi? Hier auch dabei. 40 Jahre werden hier gefeiert und ich habe beide Brüder bei mir. Christian, wir kennen uns ja schon ziemlich gut. Du bist nämlich so der Vorreiter, du wirst immer rausgeschickt. Und Daniel, dein lieber Bruder, der hält sich lieber so ein bisschen immer im Hintergrund auf und ist für Einkauf und so weiteres zuständig. Hallo Daniel, schön dich kennenzulernen. Hi, ja natürlich, klar. Freut mich auch, dass ich mal dabei sein darf. Aber ich bin eigentlich mehr im Hintergrund und gehe arbeiten auf der Messe. Das heißt, wie oft warst du denn schon hier auf der Spielwarenmesse? Dieses Jahr der 3. Tag, aber generell ist es meine 20. Messe. Die 20. Messe, weil das klang ja gerade so, als müsstest du immer zu Hause bleiben. Also so ist das gar nicht. Nee, ich bin eigentlich fast die ganze Woche jedes Jahr auf der Messe und auch auf andere Veranstaltungen am Abend und wie auch immer, was dazugehört. Aber wie auf der Bühne oder so steht meistens mein Bruder, der repräsentiert das Unternehmen nach außen. Also ich sag mal so, ihr könntet es auf jeden Fall beide tun, ne? Beide sind sehr ansehnlich, muss ich sagen. Er kann auf jeden Fall gut reden. Bei dir merke ich jetzt aber raus, du machst das auch eigentlich ziemlich gut, aber du kaufst eben lieber ein. Wie sieht es denn hier aus in diesem Jahr? Hast du denn schon tolle Produkte entdecken können? Natürlich gibt es viele sehr tolle Produkte, aber ich bin der Meinung, so die richtigen Trends habe ich noch nicht gesehen. Es ist eher so bei den einzelnen Lieferanten, dass die halt immer wieder super tolle Produkte haben, wie jetzt bei Lego, bei Zuru, Playmobil hat neues Produkt mit rausgebracht. Es ist eher die breite Masse, glaube ich, bei den Lieferanten, was für uns interessant ist, dass wir auch die Produkte sehen. Aber wie gesagt, heute ist Donnerstag, heute ist ein Tag, morgen ist ein Tag. Vielleicht läuft mir noch was Tolles über den Weg. Ich meine, es ist ein Familienunternehmen und Brüder streiten sich ja auch mal gerne. Teilst du denn die Meinung, lieber Christian, was dein Bruder jetzt sieht? Oder sagst du, es ist eigentlich totaler Blödsinn, ich habe schon Trends entdeckt? Ja, ich bin ja nur immer zum Quatschen hier auf der Messe. Also ich habe eigentlich noch gar keine Produkte gesehen, so richtig. Wenn die durchgehen, dann sitze ich irgendwo in der Kammer und labert die zu. Und deswegen, ich habe aber heute mal so einen Tag, wo ich wenig Termine habe und wo ich tatsächlich auch mal ein bisschen durchgehen will und ein bisschen nach links und rechts schauen. Das ist auch wichtig, ist auch schön, aber tatsächlich ist unser Einkauf in erster Linie unterwegs, um sich die Produkte anzuschauen. Und bei mir geht es eher darum, wirklich um die Kontakte zu pflegen und auch mal vielleicht Beziehungen wieder ein bisschen neu aufzufrischen, die sich vielleicht ein bisschen totgelaufen haben oder auch mal wirklich dann mit Leuten, die man das Ganze nur am Telefon oder in irgendwelchen Calls hat, einfach einmal persönlich sehen und auch einfach mal ein bisschen den Kontakt hier wieder ein bisschen intensivieren auf der Messe. 20 Jahre, sagst du, kommst du jetzt schon hier auf die Messe. 40-jähriges Jubiläum habt ihr an dieser Stelle. Dazu erst nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Wir sind ja so ein bisschen in der Neuzeit so angekommen. Toys Go Green ist ja auf jeden Fall auch in den letzten Jahren immer mehr und mehr wieder im Kommen. Die Spielzeuge werden wieder nachhaltiger. Ist das etwas, was du auch bevorzugst im Einkauf oder stehst du auch auf Plastik und Buntes? Ja, super Frage. Ich glaube, dass beides einfach wichtig ist, weil es verschiedene Käuferkategorien gibt. Die einen stehen mehr auf Nachhaltigkeit, die anderen stehen einfach auf Plastik, auf bunt, alles Mögliche. Man kann es aber gar nicht so wirklich immer so sagen, was ist jetzt gut und was ist nicht gut. Natürlich muss man dem Thema natürlich nachgehen und muss auch die Nachhaltigkeit anschauen, dass es auch wirklich funktioniert. Aber ich glaube, dass der Mix muss es einfach machen. Und zum Thema vorhin noch wegen Trends muss ich noch dazu sagen, ich schaue mir aber auch nicht mehr alle Artikel an. Auch bei mir laufen mittlerweile 6 Mann noch, die was unter mir sind, vom Einkauf für beide Firmen mit rum. Und da haben wir natürlich auch erst nach der Spielwarenmesse noch mal einen Termin, wo wir das Ganze eben auch auswerten und wo ich dann erst noch viele Infos kriege, weil an alle Stände schaffe ich diese Woche natürlich auch nicht, weil ich doch dann einen oder anderen Termin mittlerweile auch habe wie mein Bruder. Aber schauen wir mal, vielleicht ergibt sich da auch noch was. Schauen wir mal, der eine kauft ein, der andere verkauft. Dann sag mir doch mal, lieber Christian, wie sieht es denn aus eigentlich mit KI? KI ist ja auch mehr und mehr im Kommen. Ich finde es ja teilweise ein bisschen gruselig. Meine Meinung zählt dazu aber gar nicht. Wie sieht das denn bei euch aus in Spielhaus Krömer? Arbeitet ihr schon mit KI viel mit oder wie ist deine Sicht der Dinge dazu? Also in der Verwaltung, in der Zentrale, im Hintergrund nutzen wir KI natürlich. Man wäre ja doof, wenn man das nicht nutzen würde. Ich bekomme ganz oft die Fragen gestellt, wie ist das im Einzelhandel, wie kann das revolutionieren? Da nutzen wir es ehrlich gesagt gar nicht. Also da ist ja genau das auch unser Bestreben, dass wir dieses Persönliche auch rüberbringen. Und ich finde, wenn man das zu sehr automatisiert, zu sehr gleichstellt alles, dann geht da irgendwo dieser Touch, den ja der Fachhandel, der Einzelhandel auch mit sich bringen soll, auch irgendwo verloren. Aber warum sollen wir in der Vorbereitung auf Terminen, in der Gestaltung von Themen, in der Buchführung, im Controlling, warum soll man die neuesten Technologien nicht nutzen, wenn es es gibt? Also da nutzen wir es natürlich sehr, sehr extrem und sind auch happy, dass wir auch diese Weiterentwicklung von Monat zu Monat, von Tag zu Tag, muss man schon fast sagen, mit erleben dürfen. Ja. Aber du bist echt oder ist er KI gemacht?
Ab und zu weiß ich es selber nicht, aber ich kenne ihn schon lange genug. Also er ist echt. Das Arwasch echtes Brot ist er. Dann würde ich noch mal ganz gerne von euch beiden wissen. Spielwarenmesse. Viele, viele Jahre seid ihr hier schon. Was bedeutet denn die Spielwarenmesse hier in Nürnberg für euch? Ja, wie gesagt, also eben schauen, nach Trends ausschauen, nach Ware schauen, Neuheiten anschauen, aber eben auch die Kontakte, ganz ehrlich, mit den Verbänden, mit den Lieferanten. Und dann knüpft man natürlich über die Jahre einen oder anderen Kontakt, wo man dann auf der Messe trifft. Das ist natürlich auch zum Austausch sehr super. Aber querbeet, also es ist alles dabei und man freut sich natürlich jedes Jahr drauf, dass die Messe ist. Und darum fahren wir jedes Jahr her. Also ist doch auch das absolute Highlight im Jahr für dich, oder Christian? Es gibt viele Highlights, so würde ich es jetzt nicht sagen, aber es ist einfach so ein Treffpunkt, wo die ganze Branche einmal im Jahr auf einem Fleck vereint ist. Und das ist einfach das Tolle, du gehst hier durch und schaffst das eigentlich gar nicht, dass du ganz normal von A nach B läufst, weil du immer irgendjemand in die Arme läufst. Und das ist das Schöne, weil man einfach viele, viele bekannte Gesichter, die man über die letzten 20 Jahre kennengelernt hat, hier einfach mal wieder treffen kann, ein bisschen ratschen kann. Und das ist eigentlich, das macht für mich das so aus, dass man wirklich sagen kann, man kommt mehr aus dem normalen Alltag so ein bisschen raus und kann einfach mal die Zeit wirklich wieder für diese Gespräche mit vielen tollen Menschen nutzen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Eine letzte Frage hätte ich noch. Gibt es denn bei euch etwas für alle Altersklassen? Also von groß bis klein, findet jeder bei euch das entsprechende Spielzeug? Oder wo seid ihr da besser aufgestellt bei Spielzeugwaren Krömer? Natürlich sind wir besser aufgestellt für die Kleinkinder, für den ganz normalen Bereich, was Spielwaren so abdeckt. Aber man muss sagen, wenn man jetzt den Lieferanten Lego nimmt, ist natürlich seit Jahren die Produkte, gerade im Technikbereich oder so, für die Männer natürlich super. Oder die Botanicals, die Serie, die ganze Blumenserie für die Frauen, für die Mädels, ist natürlich wirklich ein super Zusatzgeschäft. Ich bin eigentlich voll der Fan davon, wenn man auch sieht, wie Lego das präsentiert, wie ein Blumenladen, wenn das so ausschaut. Also es ist halt einfach ein Zusatzgeschäft, was wir gerne mitnehmen und wo wir uns auch wünschen würden, dass mehr solche Produkte geben wird, weil man einfach Zusatzgeschäfte machen kann. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Es ist wie immer eines meiner Lieblingsinterviews mit den Krömers. Freut mich auch, dich kennengelernt zu haben. Und jetzt am Ende wird nochmal eine Runde geknuddelt. Viel Erfolg weiterhin auf der Spielwarenmesse. Yeah!